Hi, people. Hey, Leute. Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Another day gone, another day come. Ein weiterer Tag ist vergangen, ein weiterer Tag ist gekommen. It's a beautiful day here in Sao Paulo. Hier in Sao Paulo ist es ein schöner Tag. Look, Schau, Jesus was a warrior and you need to be a warrior too. Jesus war ein Kämpfer und du musst auch ein Kämpfer sein. Don't be a warrior against your brother and sister. So, sei kein Kämpfer gegen deine Brüder und Schwestern. We serve people, Wir dienen den Menschen but we war against the lies of the enemy. und wir kämpfen gegen die Lügen des Teufels. You know, that's something we need to do. Das ist etwas, das wir tun müssen. We have to become people that truly fight against lies, Wir müssen Menschen werden, die wahrhaftig gegen Lügen kämpfen. against the deception of religion. Gegen die Täuschung der Religion. You know, people who really know me, they know that I make it one of my highest goals to love. Weißt du, Menschen, die mich wirklich kennen, wissen, dass eines meiner höchsten Ziele ist, zu lieben. But they also know that I also make it one of my highest goals Aber sie wissen auch, dass ein weiteres hohes Ziel ist, to be a warrior. ein Kämpfer zu sein. I tell you, until there's last breath in me, I will fight against religion. Ich sage dir, bis zum letzten Atemzug werde ich gegen Religion kämpfen. I will fight against this diabolical and devilish system Ich kämpfe gegen dieses teuflische und dämonische System, that causes people to be so destroyed. das verursacht, dass die Menschen so zerstört sind. So we never, never, never war against our brothers and sisters. Wir kämpfen nie gegen unsere Brüder und Schwestern. You know, Jesus warned us not to do that. Jesus warnte uns, dies nicht zu tun. He said, "Who are you to judge your brother? Er sagte, wer bist du, dass du über deinen Bruder urteilst? Because of his splinter in his eyes, and you yourself have a big one in your eye." Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. So that's not what we war against. Dagegen kämpfen wir nicht an. But we have to war against unrighteousness, injustice. Wir müssen gegen Ungerechtigkeit, Unrecht kämpfen. We have to become true warriors against unbelief. Wir müssen wahre Kämpfer gegen Unglauben werden. You know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? If you have an attitude of indifference towards unbelief, Wenn du dem Unglauben gegenüber eine Haltung der Gleichgültigkeit hast, before you realized unbelief has conquered your heart. hat der Unglaube, bevor du es bemerkst, dein Herz erobert. So we have to develop this almost, I like to call it aggressive faith. Wir müssen diesen Glauben entwickeln, nennen wir es aggressiven Glauben. Every day we have to push the boundary. Jeden Tag müssen wir die Grenzen erweitern. Every day we have got to fight actively against unbelief. Jeden Tag müssen wir aktiv gegen den Unglauben ankämpfen. Because unbelief has become so natural in our world. Unglaube ist in unserer Welt so natürlich geworden. It's become unnatural for us to trust God, and it's become natural for us to trust people. Es wurde für uns unnatürlich, Gott zu vertrauen, und es wurde für uns so selbstverständlich, Menschen zu vertrauen. Most Christians I know have more trust in their government than they have in God. Heute haben mehr Christen Vertrauen in die Regierung als in Gott. Most Christians I know have more trust in a vaccine than they have in the finished work of the cross. Die meisten Menschen haben heutzutage mehr Vertrauen in eine Impfung, als sie in das vollbrachte Werk am Kreuz haben. Think about this. Denk darüber nach. Of course, for me, that's all very logical. Natürlich ist das für mich alles sehr logisch. Because this is preparing the way for the Antichrist. Denn auf diese Weise wird der Weg für den Antichristen vorbereitet. We are being programmed and trained in such a way Wir werden auf so eine Art und Weise trainiert und programmiert, that we trust authorities to fix our miserable lives. dass wir Autoritäten vertrauen, dass sie unser erbärmliches Leben in Ordnung bringen. Oh, if it wouldn't be for us, you would all be dying because of the pandemic. Wenn wir nicht da wären, würdet ihr alle aufgrund der Pandemie sterben. We are the ones who are saving you. Wir sind diejenigen, die euch retten. And we surrender our lives and our freedom to choose. Und wir geben unser Leben und unsere Freiheit auf, zu wählen. We are afraid to rise up and stand and fight against unrighteousness and injustice. Wir haben Angst, aufzustehen und gegen Ungerechtigkeit und Unrecht zu kämpfen, Because we've also been afraid to fight against unbelief. weil wir auch Angst haben, gegen Unglauben zu kämpfen. My friend, listen to me. Mein Freund, hör mir zu. If you don't war against unbelief actively, unbelief will conquer your heart. Wenn du nicht gegen Unglauben aktiv ankämpfst, wird Unglaube dein Herz besiegen. Study the Gospels. Studiere die Evangelien. I cannot find one single Bible verse in the Gospel
Ich kann im Evangelium keinen einzigen Bibelvers finden, where Jesus was indifferent towards unbelief. wo Jesus dem Unglauben gegenüber gleichgültig war. I understand. Ich verstehe. You had a very difficult childhood. Du hattest eine sehr schwere Kindheit. It's hard to trust. Es ist schwer zu vertrauen. It's hard for you to believe. I understand. Don't worry. It's okay. Es ist schwer für dich zu glauben. Ich verstehe dich. Mach dir keine Sorgen. Es ist okay. Jesus never did that. Jesus hat es nie gesagt. Every time there was unbelief, Jesus warred against it. Jedes Mal, wenn Unglaube im Spiel war, kämpfte Jesus dagegen an. Always. Immer. So we have to become warriors and lovers. Wir müssen also Kämpfer und Liebhaber werden. I'm going to finish this series already. Ich werde diese Serie bereits beenden. I know it's a very short, only 5 days. Das ist eine sehr kurze Serie, nur 5 Tage. But I'm going to finish it with a homework. Ich beende sie mit einer Hausaufgabe. I have 3 questions that I would like you to work through with practically in prayer. Ich habe für dich 3 Fragen, die du praktisch und im Gebet durcharbeiten kannst. The first question. Die erste Frage: What part of the nature of Jesus do I struggle with? Mit welchem Wesen Jesu hast du Mühe? Warrior or lover? Kämpfer oder Liebhaber? And why? Und warum? So, take a piece of paper and write the question down. Nimm ein Papier und schreib die Frage auf. Answer that and figure that out. Beantworte sie und werde dir darüber klar. The second question for your homework is this. Frage 2 für deine Hausaufgabe ist: How can I practically embrace and grow in the part that I lack? Die Seite, wo ich Mangel habe. Wie kann ich darin praktisch wachsen und diese Seite umarmen? So, if you are a warrior but don't love, you have to figure this out. Wenn du ein Kämpfer bist, jedoch nicht liebst, dann musst du dir darüber klar werden. If you're all sweet and lovey, but don't war for righteousness, justice and against unbelief, you need to figure that out. Wenn du immer süß bist, lovey, jedoch nicht für die Gerechtigkeit und gegen Unglauben kämpfst, musst du dies anschauen. The third question. Die dritte Frage: How can I find help? Wie kann ich Hilfe finden? And how can I help other people to become balanced in this area? Und wie kann ich anderen Menschen helfen, in diesem Gebiet ausgeglichen zu werden? And as you work through these questions, Wenn du dich durch diese Fragen durcharbeitest, you will reflect the nature of Jesus. wirst du das Wesen Jesu reflektieren. The lamb and the lion. Das Lamm und der Löwe. And that's what's going to be attractive in this world. Und das wird für die Welt attraktiv sein. I hope you enjoy. Ich hoffe, dass du es genossen hast.